In einem Bad im Prater soll ein 13-jähriger Bub missbraucht worden sein. Der mutmaßliche Täter ist in Haft. Erhitzt, die vielen heißen Tage und Nächte machen auch unserer Psyche zu schaffen, was wir dagegen tun können. Gefeiert wird Maria Himmelfahrt und Ferragosto, wie das italienische Lebensgefühl auch auf Wiener Grätzl überschwappt. Noch heißer soll es morgen werden, bei bis zu 35 Grad. Wien heute mit Elisabeth Vogel. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Ein 13-jähriger Bub soll im Stadionbad in der Leopoldstadt sexuell missbraucht worden sein von einem 50-jährigen Mann im Duschbereich des Freibades. Andere Badegäste haben den mutmaßlichen Täter überwältigen können. Laut Polizei hat der Mann den Buben zuvor auch mit dem Umbringen bedroht, wie Franz Dürnsteiner berichtet. Tatort Stadionbad Herrendusche. Gegen 16 Uhr will sich der Bub in einer der hinteren Kabinen kurz abduschen. Dabei wird er vom Täter beobachtet. Dann geht alles blitzschnell. Sowohl Zeugen als auch der Bub berichten, dass der Mann zu dem Buben im Duschbereich gegangen sein soll, ihn mit dem Umbringen bedroht haben soll und aufgefordert haben soll, zuerst an sich und dann an ihm sexuelle Handlungen zu vollziehen. Der Bub ist geschockt. Zeugen hören das Wimmern des 13-Jährigen und eilen dem Kind zur Hilfe. Der Mann hat dann scheinbar mitbekommen, dass er beobachtet wird, hat versucht zu flüchten, ist allerdings von Badegästen und einem Sicherheitspersonal bis zum Eintreffen der Polizisten festgehalten worden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen serbischen Staatsbürger. Der Mann hält sich legal im Land auf und hat in Wien bereits eine Haftstrafe verbüßt. Der 50-Jährige ist in Wien gemeldet, er ist amtsbekannt, er hat die Aussage verweigert und befindet sich aktuell in einer Justizanstalt. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs eines Unmündigen ermittelt. Laut Innenministerium hat das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthalts eingeleitet, wie es heißt. Seit Tagen erleben wir in der Stadt extreme Hitze. Heute sind 34 Grad Höchsttemperatur in Wien gemessen worden. Und auch die Nächte sind heiß. 35 sogenannte Tropennächte hat es bisher heuer gegeben, schon jetzt mehr als im gesamten vergangenen Sommer. Bevor wir gleich mit einem Experten über die Folgen für unsere Psyche sprechen, hier aktuelle Hitzedaten und Fakten von Claudia Peintner. Schlange stehen vor dem Trinkwasserbrunnen am Karlsplatz. Schon über Wochen ist es in Wien fast ununterbrochen heiß. Dazu weht gefühlt kaum ein Lüfterl. Die höchsten Werte in dieser Woche gab es am Dienstag und Mittwoch mit 35 Grad in der Innenstadt. Ein kräftiges Hochdruckgebiet erstreckt sich vom Mittelmeerraum über die Alpen bis zur Ostsee. Heiße Luftmassen werden von Afrika nach Europa transportiert. Es sind ungewöhnlich heiße Zeiten. Laut dem Wetterdienst Geosphere Austria gab es in Wien zwischen 1961 und 1990 im Schnitt 10 Hitzetage im Jahr. Im Jahr 2023 waren es 37 Hitzetage. Im heurigen Jahr bisher schon 34 Tage mit über 30 Grad. Die heiß-schwülen Temperaturen machen vielen Menschen nicht nur untertags zu schaffen, sondern auch in der Nacht, wenn Abkühlung ausbleibt. Sinkt die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad, spricht man von einer Tropennacht. Bis Ende der 80er Jahre waren in Wien durchschnittlich 1 bis 2 Tropennächte pro Jahr üblich. 2023 gab es 32 Tropennächte, heuer bereits 35 Nächte über 20 Grad. Die extremen Temperaturen schaden nicht nur der Natur, wie dieser Tage an stark vertrockneten Grünflächen zu erkennen ist. Hitze stellt auch eine zunehmende Bedrohung für die menschliche Gesundheit dar. Besonders stark wirken sich die drückend heißen Temperaturen auf Kinder, ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen aus. Im schlimmsten Fall können hohe Temperaturen nicht nur zu Herz-Kreislauf-Problemen, sondern auch zum Tod führen. Laut dem Gesundheitsministerium sterben pro Jahr bis zu 500 Personen in Österreich an den Folgen der Hitze. Und im Wien-Heute-Studio begrüße ich jetzt dazu via Skype den Gesundheitspsychologen Magister Georg Hafner. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, hallo. Vielen Menschen macht die derzeitige Hitze also sehr zu schaffen. Was passiert denn mit uns genau, wenn es so heiß ist? Ja,
Es ist natürlich belastend für den ganzen Körper, fürs Herz-Kreislauf-System, aber es ist auch belastend für die Psyche, ja, weil je mehr, dass wir schwitzen, je mehr das Hitze von oben kommt, desto mehr merken wir einfach, dass die Durchblutung, der ganze Kreislauf nicht mehr so rund funktioniert. Und das wirkt sich eben nicht nur auf den Körper aus, sondern natürlich auch auf die Psyche. Bei wem leidet denn die Psyche jetzt ganz besonders? Also man kann sich es allgemein vorstellen. Ja? Angenommen, jemand geht normal arbeiten und geht normalerweise laufen oder spazieren am Abend, um ein bisschen den Stress vielleicht abzubauen. Und wenn das jetzt nicht im Moment funktioniert, ja, weil das Laufen bei der Hitze einfach nicht möglich ist, dann ist jemand, der unter normalen Belastungen, psychischen Belastungen leidet, mehr belastet als sonst, weil der Stressabbau nicht so gut funktioniert. Wenn jemand mehr belastet ist im Alltag, zum Beispiel depressive Personen, dann können die vielleicht auch Dinge, die sie sonst eben nicht machen können, jetzt auch nicht so ausüben wie vielleicht gewohnt. Und das wirkt sich dann vielleicht auch wieder allgemein auf deren Gemütszustand negativ aus. Es gibt jetzt also deutlich mehr Hitzetage und auch mehr Tropennächte als früher, also Nächte mit über 20 Grad. Können wir uns denn da irgendwie dagegen abhärten? Ja, Sie sprechen es an, gerade die Nächte, die nicht mehr kühl sind, wo wir nicht mehr einen erholsamen Schlaf haben, wo das Regenerieren einfach nicht gut funktioniert, das ist mühsam und das ist belastend. Und je länger das andauert, desto schwieriger wird es für uns. Und hier geht es halt besonders auf uns selber zu achten und schauen, wo sind die Grenzen, was ist machbar, wo sollte man vielleicht darauf achten, nicht zum Alkohol, sondern vielleicht zum Wasser zu greifen und vielleicht runter vom Gas ganz allgemein. Weniger ist mehr dieser Tage. Am Sonntag soll dann ja etwas Abkühlung kommen. Ist das nun gut für uns oder belastet uns der Temperaturunterschied dann auch wieder? Ja, also die Abkühlung, die ersehnen wir alle natürlich herbei. Auch hier ist es natürlich so, je stärker die Abkühlung auf einmal plötzlich passiert, desto belastender ist es vielleicht wieder für Menschen, die allgemein körperlich oder psychisch nicht so belastend sind. Aber tendenziell glaube ich, dass sich die meisten über diese Abkühlung sehr freuen würden jetzt. Haben Sie denn noch einen ganz besonderen Tipp, wie wir eben auch psychisch gut durch die Hitze kommen können? Ja, ich glaube, dieser Tage ist das Wording weniger mehr ganz wichtig und hier Bewusstsein schaffen. Ja? Also immer wieder kurz verinnerlichen unter den Tag, wie geht es mir gerade? Was brauche ich gerade? Ist es gerade so was Banales wie ein Schluck Wasser, dass man sich vielleicht auch kurz zurücknimmt oder kurz hinsetzt, dass man sich Auszeit nimmt, auch vom Freizeitprogramm. Weniger ist mehr dieser Tage. Es wird jetzt eh wieder kühler. Und wenn man es vielleicht trotzdem nicht selber schafft, ab zum Psychologen oder zur Psychologin. Das heißt, wir sollten uns auch nicht scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen? Ja, natürlich. Das ist ganz wichtig. Wir gehen zum Trainer, zum Fitnesstrainer oder zur Ernährungsberatung, wenn wir hier Hilfe brauchen. Und deswegen, warum nicht auch zur Psychologie, zur Psychologin, hier einfach Unterstützung sich nehmen und sich gönnen letztendlich. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Herr Magister Hafner, für Ihre Infos und den Besuch bei uns via Skype im Wien-Heute-Studio. Bitte gerne. Schönen Abend. Wien wächst und wir schauen uns jetzt wieder einen besonderen Stadtteil an, das Nordbahnviertel. Das ist eine der größten innerstädtischen Entwicklungszonen. In der letzten Etappe bis 2026 sollen dort noch knapp 5.000 Wohnungen gebaut werden. Besonders markant ist dabei ein Hochhaus mit dem märchenhaften Namen Schneewittchen, wie Ihnen Alpha Faber zeigt. 100 Meter hoch ist das größte Gebäude im Nordbahnviertel. Mit dem Lastenaufzug geht es in die 29. Etage. Am Dach finden noch Schneidearbeiten für die Fassade statt. Bis Anfang 2025 sollen die Bauarbeiten fertig sein. Ein Hochhaus plus 7 kleinere Gebäude waren ursprünglich geplant. So kam das Haus zu dem Namen, der an das berühmte Märchen erinnert. Damals gab es nämlich in Summe 8 Hochhäuser. Mittlerweile gibt es nur mehr 6 Hochhäuser, 2 sind weggefallen. Aber der Name ist geblieben. Das höchste Hochhaus heißt heute noch Schneewittchen. Das Gebäude befindet sich unmittelbar neben der freien Mitte. Ein Grünraum mit Stadtwildnis, Wiese, mehreren Spielplätzen und einer Skaterbahn. Teile des ehemaligen ÖBB-Areals entlang der Innstraße werden noch verbaut. Unter anderem soll eine Trafostation im nördlichen Bereich des Areals entstehen. Zur Diskussion steht auch ein Müllplatz.
Was die Lage des Schneewittchens betrifft, es befindet sich an der Kreuzung Taborstraße, Bruno-Marek-Allee. 75% der unbefristeten Mietwohnungen sind bereits vergeben. Es sind 295 Mietwohnungen hier, die im leistbaren Segment angeboten werden. Größen von 40 bis 100 Quadratmeter, Wohnungen mit 1 bis 4 Zimmern. Also man kann da sehr frei wählen und findet auch für Familien größere Wohnungen bei uns. Fernwärme und Fernkälte sollen für angenehme Temperaturen in den Räumen sorgen. Ein besonderes Gestaltungselement sind die halbkreisförmigen Fenster. Architekt Berovic hat da Elemente aufgenommen, die er in Wien vorgefunden hat, und diese klassischen Rundbögen in Anlehnung zum Beispiel der Stadtbahnbögen da in unser Gebäude eingebaut und sie veredelt mit der Farbe Gold, um das Schneewittchen da richtig erstrahlen zu lassen. Im Eingangsbereich des Hochhauses wird noch gearbeitet. Zukünftig wird es hier auch einen Bäcker sowie einen Kinderwagen- und Fahrradraum geben. Auch die Bruno-Marek-Allee ist noch nicht ganz fertig. Am anderen Ende der Allee, und zwar an der Ecke am Tabor, entsteht das Green Cube, ein Serviced-Apartment-Hotel auf 7 Geschossen. Dann sind endgültig die Schienen gelegt für eine sich entwickelnde Einkaufsstraße samt Schneewittchen. In Wien heute gibt es gleich etwas für Kurzfilmfans. Und wir zeigen Ihnen, wie heute am Feiertag Maria Himmelfahrt auch in Wien italienische Amore eine Rolle spielt. Nach den Meldungen vom Tag. Der 19-jährige mutmaßliche IS-Anhänger, der gemeinsam mit einem angeblich gleichgesinnten 17-Jährigen einen Anschlag auf die Taylor Swift-Konzerte in Wien geplant haben soll, wurde seit dem 2. August observiert, also 6 Tage vor dem ersten Konzert. Das ergibt sich aus einem Bericht der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. In seiner Küche wurden Gegenstände zur Herstellung einer Sprengfalle sichergestellt. Seit Juli ist der neue Corona-Impfstoff in Österreich. Allerdings ist es schwer, zeitnah einen Impftermin zu finden. Wie ein ORF-Rundruf ergeben hat, bieten nur wenige Ordinationen schon im August einen Impftermin an. In lediglich einer von 10 kontaktierten Ordinationen war ein Termin in der kommenden Woche zu bekommen. Im städtischen Impfservice Towntown, aber auch in den Impfzentren der ÖGK gibt es eine Wartezeit von mehreren Wochen. Der kriselnde Wiener Immobilienentwickler 6B47 ordnet seine Schulden und gibt seine größte Baustelle ab, das Alternquartier beim Franz-Josefs-Bahnhof. Das Großprojekt, das hunderte Wohnungen, Büros, Geschäfte und ein Hotel umfasst, verzögert sich nun bis 2025. Käufer sind neben dem Gesellschafter Baustoff und Metall GmbH die Investoren Ronny Petschig und Stefan Schönauer. Es gibt Filme, die sind kürzer als normale Spielfilme, aber oft genauso gut. Fans von sogenannten Kurzfilmen kommen noch bis Ende August im Garten des Volkskundemuseums auf ihre Rechnung beim Kurzfilmfestival . Internationale und heimische Filmemacherinnen und Filmemacher präsentieren dort ihre Werke. Die vielen Facetten des Kurzfilms entdecken. Das ist alljährlich beim Kurzfilmfestival im Wiener Volkskundemuseum möglich. Who we are, also wer wir sind, lautet heuer das Motto. Uns interessieren wirklich KünstlerInnen, die sich trauen, ästhetische Risiken einzugehen, erzählerische Risiken einzugehen, die einfach wirklich das Medium sprengen wollen. Und das bringt so viel Diskussionspotenzial mit und die schönsten Gespräche hier im Garten. An den Filmabenden werden verschiedene Schwerpunkte gesetzt, etwa zur Animation, auch aus Österreich. So gab es bereits Laute Stille zu sehen. Der animierte Kurzfilm wurde heuer beim Festival Crossing Europe in Linz prämiert. Das Projekt verbindet klassische Stop-Motion-Techniken mit digitalen Arbeitsweisen. Man hat einen viel größeren Rahmen. Man kann viel mehr ermöglichen als im Realfilm mit Animation. Ja, und auch Medien vermischen, experimentieren und auch stilisieren. Das Volkskundemuseum wird ab Herbst umgebaut. Wo das im nächsten Jahr stattfinden wird, ist noch unklar. Heute ist Feiertag, bei uns Maria Himmelfahrt und in Italien Ferragosto, einer der wichtigsten kirchlichen und familiären Feiertage dort. Und auch die Italienerinnen und Italiener bei uns in Wien und Fans des Landes lassen sich von der Feierlaune in italienischen Bars und Lokalen anstecken, wie Ihnen Michael Schön zeigt. A far l'amore comincia
Gutes Essen und Aperitivos, kurz gesagt Dolce Vita. Das wollte der Neapolitaner Dario nach Wien bringen. Mit seinem Bruder betreibt er seit einigen Jahren 2 Aperitivo-Bars in Wien. Das, was wir so vermisst haben natürlich von unserer Heimat, und zwar die Geselligkeit, die guten Produkte, die gute Energie, ja, so eine Sonne zu bringen, einfach in Wien, in jedem Moment. Diese Energie, die Stimmung, die genießen auch die Gäste hier. Da erinnern sich so manche an den letzten Italienurlaub. Ja, was kann es Schöneres geben, eben, wenn du das Meer dann rauschen hörst, trinkst einen guten Wein, bist am Meer, bist in Italien. Ja, absolut herrlich. Und der Aperol Spritz ist hier keiner von den besten. Italien ist nicht umsonst das beliebteste Urlaubsland der Österreicherinnen und Österreicher. Der Höhepunkt des Sommers ist dort Ferragosto. Man geht raus, man ist mit Familie, man isst gute Sachen. Wenn man am Strand ist, wahrscheinlich mehr Fisch, gegrillt und sehr gute Gemüsesorten natürlich, die wir im Sommer haben. Tomaten, Zucchiniblüten. Italienische Spezialitäten also. Die findet man noch immer häufiger in Wien. Mittlerweile haben sich viele Italiener in der Stadt niedergelassen, etwa auch die Brüder Valentino. Mit ihrem Lokal in der Alserstraße haben sie sich hier Italia Piccola aufgebaut. Im Vordergrund ist einfach das Gemeinsamsein, der Lifestyle, zusammen mit den Gästen den schönen Abend zu verbringen. Ja? Und das ist vielleicht die Erfolgsrezept auch dazu. Ja? Weil wir wohnen mittlerweile da drinnen. Ja? Und das ist einfach, ihr besucht uns zu Hause. Quasi in ihrem Wohnzimmer stellen die Brüder auch selbst italienischen Käse her, etwa Mozzarella oder Ricotta. Erstaunlicherweise haben sich die Fratelli Valentino zum totalen Grätzl-Treffpunkt entwickelt. Also wir haben aus unserem eigenen Haus plötzlich Leute getroffen, die wir halt mit Christi Pfirti irgendwo im Lift getroffen haben. Und da kommt man zum Reden. Einfach dieses lockere italienische Feeling zu haben, Dolce Vita, das macht's aus. Und manchmal, da führt diese Lockerheit zu mehr als nur einem Gespräch. Ich war als Gast hier und ich habe einen ganz besonderen Menschen kennengelernt, der, ich hoffe, meinen Lebensmenschen, der glücklicherweise dieses Lokal hier betreibt mit seinem Bruder. Ja. Ja, es gibt immer etwas zu feiern. Und ausschließlich italienische Musik gibt es heute schon den ganzen Tag auf Radio Wien und das noch bis Mitternacht von Adriano Celentano bis Zucchero. Hier gibt es gleich noch Tipps für Ihre Freizeit und natürlich die genauen Wetteraussichten für die kommenden Tage. Verbringen Sie noch einen schönen Feiertagsabend. Auf Wiedersehen, bis morgen.